Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich mir was ganz Besonderes überlegt. Und zwar ist heute ein richtig verregneter Pisstag. Und ich habe mir gestern Abend schon überlegt, was soll ich jetzt machen, wenn es die nächsten Tage regnet. Eigentlich hatte ich nicht vor, mit der Karre großartig zu driften. Wir haben Anfang Juni und ich habe immer noch meine Winterreifen drauf. Fragt nicht warum. Ich bin während Corona fast nicht gefahren und eigentlich macht mir das Auto auch keinen Spaß mehr. Das erzähle ich euch vielleicht nachher warum. Jetzt fahre ich erstmal kurz auf den kleinen Platz und dann zeige ich euch die Karre mal von außen, bevor es losgeht. Hier kann man eigentlich auch mal noch schnell einen Kreis ziehen, oder? Hier seht ihr das gute Stück, ein BMW M4, neue Version mit Partikelfilter. Ehrlich gesagt, scheiß Sound, aber ich will mich mal nicht beschweren. Der ach so tolle Klappenauspuff, ich finde man hört nichts, aber ich kann ja mal kurz einen Soundcheck machen. Ich finde, man hört mehr Motor wie Auspuff, aber jetzt wollen wir mal nicht so rummeckern. Das Video heute wird davon handeln, ich gehe jetzt einfach eine Runde driften mal seit langem. Ich muss jetzt allerdings erstmal noch ein Stück fahren, weil wir haben zwar Samstagmorgen, aber mir ist trotzdem noch ein bisschen zu viel Verkehr. Ich fahre jetzt mal irgendwo in den Wald, wo definitiv keiner sein wird. Und dann mache ich die Kamera wieder an den Kopf. Von daher, bis später. Sorry, ich probiere gerade noch ein bisschen mit der Kameraposition rum. Ich bin halt recht groß und hänge mit dem Kopf fast an der Decke. Deswegen, und beim Driften kann ich mich nicht darauf konzentrieren, möglichst tief zu sitzen. Ich hoffe, jetzt passt es etwas besser. Ich habe jetzt schon einen halben Liegesitz, aber besser kriege ich es nicht hin. Oh, shit. Das war nix, da hat irgendwas gegriffen. Ich hätte direkt im dritten Gang machen müssen oder so. Ah, scheiße, ich bin noch nicht ganz eingefahren, Leute. Ist noch etwas rucklig alles. Und ohne Fly-Off muss man immer so blöd in die Kurve vorher einlenken. Und meine Vorderreifen, die übersteuern halt übelst schnell, oder wie man das nennt. Und ich muss immer den Punkt erwischen, wo der mit der Leistung kommt. Das ist übel nervig, weil das ja eine Automatik ist. Es ist echt nicht leicht, so eine 36 zu driften wäre 10.000 Mal leichter. Ja, hier kommt schon ein Auto entgegen, nicht so geil. Kleiner Adrenalinkick ist schon entspannt. Ja, fahren wir noch tiefer in den Wald rein. Dann schauen wir mal, was das Ganze wird. Ich übertreibe es zwar nicht, lieber breche ich den Drift ab, wie dass ich zu großes Risiko eingehe, also nicht wundern oder so, wenn es irgendwie nicht so flüssig aussieht.
Weil hier ist auch recht eng. Ich muss mich erstmal auf den Belag und so eingewöhnen. Auto hätte man so schön durchballern können hier. Oh, hier ist aber gut Grip, das ist nicht gut. Kein Bock so rein zu fixen in die Kurven. Ja, hier sehe ich nichts. Oben kommt, glaube ich, so eine S-Kurve, da sieht man ein bisschen rein. Und wieder ein Auto, Mann. Was ist das denn? Ich glaube, heute hatten viele die gleiche Idee wie ich. Alle wollen driften hier. Boah, ist das eng hier. Auf den Dreck gekommen. Das Schöne ist, ich fahre nicht mal illegal. Hier sind 100 erlaubt, weil unten war das Schild zu Ende von der Geschwindigkeitsbegrenzung und es ist außerorts. Deswegen alles legal. Oh, jetzt kommt wieder ein Auto in der schönen Kurve hier. Ich krieg's kotzen, wirklich. Ich fahre jetzt gleich nochmal runter. Ey, nicht dein Ernst. Zweiter Gang. Ah, hier sieht man nichts. Eigentlich müsste so ein Auto vorfahren, das mir direkt per Funk Bescheid gibt, ob was kommt. Das wäre das Einfachste. Fahren wir mal weiter. Ich hoffe, das war einigermaßen anschaulich. Jo, jetzt kann ich ja noch kurz einen Real Talk einschieben. Ich habe ja vorhin gemeint, das Auto macht mir eigentlich gar keinen Spaß mehr. Und ja, so zu fahren macht schon Spaß. Also nicht falsch verstehen. Aber das ist jetzt mein 5. Jahr, wo ich einen BMW M4 fahre. Ich hatte davor schon einen schwarzen. Das war allerdings das erste Modell. Der hatte auch einen Klappenauspuff dran, aber der hat sich halt angehört wie die Hölle. Der war richtig krank. Und seitdem ich diesen hier habe, ich habe das Gefühl, einem wird dieser Partikelfilter schön geredet mit einer neuen Software. Angeblich 20 PS mehr, 450 hat er jetzt angeblich. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe weniger Fahrspaß wie mit dem alten. Und da ich jetzt halt auch schon das 5. Jahr ein M4 fahre, wisst ihr Leute, ich habe noch ein paar Autos daheim stehen, so E36 und ein paar verkaufe ich jetzt, aber ein E36 will ich behalten und einen Drifter lasse ich mir. Aber ich bin echt am Überlegen, ob ich einfach auf so einen alten, schönen, klassischen E36 umsteigen soll wieder. Schöne Felgen, alles nice. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe noch Winterreifen drauf und wir haben Juni. Es liegt einfach daran, ja, es war Corona und da bin ich dann eh nicht viel gefahren. Und meine Sommerreifen waren runtergeburnt und ich habe es ewig nicht geschafft. Also, keine Ahnung, ist halt immer im Sand verlaufen, weil ich es eh nicht gebraucht habe. Weil ich eh keinen Bock hatte, irgendwie großartig was zu machen, bin ich halt mit Winterreifen rumgeeiert, die paar Male, wo ich gefahren bin. Und jetzt habe ich mir endlich mal Sommerreifen bestellt. Die kommen jetzt dann auch drauf. Aber dadurch, dass der Sound halt so scheiße ist und man nicht wirklich viel machen kann im legalen Bereich und ich halt legal bleiben will und man eh nicht mehr großartig schnell fahren kann, überall geblitzt wird und ich keinen Bock auf Punkte habe, frage ich mich, warum brauche ich dieses Auto überhaupt noch? Weil mittlerweile habe ich das Gefühl, dass jeder nur noch so eine Karre hat, um zu flexen und gar nicht mehr wirklich weil man die Karre an sich halt feiert. Ich hätte mir damals auch einen Mercedes holen können. Hauptsache V8, Hauptsache laut und Proll aber so ein BMW hat halt viel mehr Fahrspaß, weil er eine geilere Performance hat, weil er einfach auf sportlich ausgelegt ist und nicht auf luxuriös. Und wie schon eben gesagt, gefühlt flex jeder nur noch damit. Mittlerweile ist selbst ein BMW zu so einem Flex-Auto geworden. Und man fährt normal auf der Straße und wird von irgendwelchen dummen... Das war's wert! Und man wird von irgendwelchen Leuten immer wieder zum Rennen rausgefordert, so gefühlt. Und keiner gönnt's dir. Das ist ganz schlimm mit so einem Auto. Und eigentlich bin ich gern unauffällig.
Das klingt paradox jetzt mit der Karre in der Farbe. Ich fand es damals geil, aber gefühlt kann dieses Auto nur noch schön aussehen. Ich weiß auch nicht, wie ich es erklären soll. Vielleicht versteht ihr mich, aber ich bin noch immer überlegen, ob ich den wirklich so behalten soll oder ob ich nicht einfach wieder auf die 36 umsteige. Jetzt genug gelabert. Jetzt fahre ich zu meinen letzten 2 Kurven, drifte da hoch und dann drehe ich wieder um. Der war doch ganz nice. Ich musste sehr hohen Winkel fahren, dass ich nicht auf die Gegenfahrbahn rausgetragen werde. Ja, wie gesagt, bei DSG ist es halt übelst schwer, weil wenn man vom Gas geht, bremst der direkt. Das ist nicht so wie bei Kupplung, dass der dann so ausrollt. Das macht es halt viel schwerer. Jetzt mache ich noch schnell ein Thumbnail, dann drehe ich um. Vorne kommen auch noch 2, 3 Kurven. Mal gucken, ob man die fahren kann. Hier ist sehr viel Grip. Nee, hier ist scheiße. Nee, die sind scheiße, die Kurven. Können wir vielleicht ein Thumbnail machen? Nee, doch nicht. Alter, ich habe hinten einen scheiß Stand-Up-Pedal auf der Rückbank liegen. Das fliegt die ganze Zeit links und rechts. So, wir befinden uns wieder auf dem Rückweg. Danke schon mal, wer bis jetzt geschaut hat. Ich werde jetzt gleich noch die Strecke da vorne zurückballern. Die ist ziemlich geil, Hochzus. War früher meine Lieblingsstrecke, weil sie recht wenig befahren ist wegen dem schlechten Belag. Ja, diese scheiß Winterreifen, die sind so richtig schwammig. Die gehen so ganz langsam nach außen weg. Das ist nicht so ein hartes Fahrgefühl wie Sommerreifen. Aber ja. Eigentlich wollte ich auch gar nicht mit Winterreifen driften. Aber vielleicht kriegt dieses Video ja genug Klicks, dass ich mir einen neuen Satz Reifen leisten kann. Dann gibt es so ein Video vielleicht nochmal. Deswegen kommentiert schön, ihr wisst, viele Kommentare pushen den Algorithmus vom Video, ist kein Geheimnis mehr. Viele machen ja ein Geheimnis draus. Jetzt sind wir gleich an der Strecke, da wird dann geballert ohne Großkommentar, weil ich mich einfach konzentrieren will. Und nochmal schön, oh fuck ey, das war eng. Und nochmal schön einfach die Strecke genießen. So, hier geht's jetzt dann los. Ich sehe nichts. Auto. Ah, sehr eng. Wheelspin. Ich habe sehr wenig Grip auf der Vorderachse, Leute.
war mies. Das ist da ein Auto davor. Ja, damals, wo ich mit meiner Ex-Freundin rumgefahren bin, hat die sich immer aufgeregt, wenn ich so gefahren bin und durfte nicht so fahren. Aber deswegen bin ich jetzt auch alleine unterwegs. Ah, shit. Ja, ich denke, das war's, Leute. Ich denke, das war's. Es kommt nicht mehr viel. Meine Reifen sind jetzt auch 100 € kürzer, kleiner, weniger Profil, wie auch immer. Oh, das letzte Stück wäre ich jetzt schon gerne noch geballert, aber vielleicht will das Schicksal es einfach so, dass ich jetzt nicht noch einen Unfall baue. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, danke für eure Kommentare. Lasst mich wissen, wenn es euch gefallen hat. Sorry für die Kameraposition, sorry, dass es hier alles immer etwas überbelichtet ist, aber das kriege ich auch nicht richtig raus. Ja, mir hat es Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Ich bin raus. Tschüss.